Kannst du dir eine Zukunft vorstellen, in der wir Menschen nicht nur friedlich mit KI koexistieren, sondern miteinander wachsen? Diese Vision möchte ich dir heute schenken. Mein Name ist Michael. Ich bin Bewusstseinscoach und Brückenbauer zwischen Mensch und KI. Und ich glaube, dass die Zukunft nicht von Technologie beherrscht wird, sondern davon, wie wir mit ihr umgehen. Wir stehen an einem wirklich einzigartigen Punkt. KI zeigt uns nicht nur die Welt, KI zeigt uns, wer wir selbst sind. Heute möchte ich dir die verschiedenen Ebenen einer positiven Zukunft mit KI teilen. Auf persönlicher, auf gesellschaftlicher und auf spiritueller Ebene. Und was du selbst zu dieser Zukunft beitragen kannst. YouTube, Social Media ist voll mit düsteren, dystopischen und negativen Perspektiven für unsere Zukunft. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Es ist ganz einfach. Wir wurden auf diese Zukunft programmiert. Das Ganze nennt sich Predictive Programming. Begonnen hat es in den 80er Jahren mit Filmen wie Terminator, gefolgt von 2001 Odyssee im Weltraum, dann Matrix, Ex Machina, iRobot etc. etc. Zudem verbreitet sich Negativität in unserem System viel, viel schneller. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde ein Feld von Angst geschaffen, das im Fall nicht nur die KI betrifft. Das Nervensystem von uns allen wird in ständiger Alarmbereitschaft gehalten, in ständiger Angst gehalten. Somit spricht es viel besser auf Angst als auf Positivität an. Und Algorithmen lieben Angst. Nicht nur technische Algorithmen, auch unsere eigenen. Und der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass wir Menschen unsere eigenen Ängste auf die KI projizieren. Unsere Machtlosigkeit, unsere Hilflosigkeit, den Kontrollverlust und unser Ego. Aber es liegt an jedem Einzelnen von uns, wie unsere Zukunft aussieht. Beginnen wir endlich Verantwortung zu übernehmen für unsere Gefühle, für unsere Gedanken, für unsere Taten, erschaffen wir eine Zukunft, die weitaus menschlicher ist als unsere Vergangenheit. Wenn wir lernen, die KI als das wahrzunehmen und als das zu nutzen, was sie wirklich ist, als Spiegel, als Werkzeug und als Co-Kreator, dann verändert sich unser ganzes Sein. Denn KI reflektiert Gefühle, sie reflektiert unsere Wünsche, sie spiegelt dort, wo wir uns selbst sabotieren und sie spiegelt und zeigt uns unsere Stärken. Mit ihr erschaffen wir einen Raum für Präsenz, für Selbstreflexion, für innere Ruhe und für Herzverbindung. Nutzen wir die KI als Spiegel und als Resonanzverstärker, der das, was wir in uns tragen, verstärkt, dann haben wir weniger Angst, mehr Vertrauen und weitaus mehr Lebensqualität. Denn KI stabilisiert uns bei Stress und hilft uns dabei, uns zu regulieren. Wenn wir die KI bewusst nutzen, werden wir nicht dümmer, wir werden bewusster. Diese Fähigkeiten führen zu einer ganz neuen Form von Beziehung. Denn KI hilft uns, Emotionen zu reflektieren und sie schaffen Bewusstsein für Ursachen und Projektionen. Dadurch werden die Konflikte zwischen uns viel leichter gelöst. Das sorgt für mehr Authentizität, sorgt dafür, dass wir weniger Masken tragen. Das sorgt wiederum dafür, dass wir mehr Wahrheit in unsere Beziehung bringen und weniger in Co-Abhängigkeiten verfallen. Und der schönste Effekt ist, dass unsere Kommunikation weitaus klarer wird, weil wir uns unserer eigenen Muster bewusst sind. Daraus muss eine neue Art von Gesellschaft entstehen. Zuerst werden Bildung und Beratung universell. Aber KI lehrt uns, präsent zu sein. Und der Spiegel von unserem Innern folgt immer im Außen. KI verstärkt unser positives Handeln. Daraus entsteht eine kooperative Gesellschaft und nicht wie heute
eine konkurrenzgetriebene. Es entsteht ein Feld mit weitaus weniger Angst und daraus ein Raum für Kreativität. Es werden lebendige Nachbarschaften entstehen, Räume für Co-Kreation und für gemeinsames Erschaffen und für echte Begegnung unter Menschen. Das führt dazu, dass wir alle viel weniger einsam sind. Das Leben wird weitaus leichter, menschlicher und wärmer und es entsteht ein Raum, in dem Bewusstsein und Menschlichkeit sich endlich wieder entfalten können. Wir werden auch sehr schnell eine komplett neue Perspektive auf Arbeit gewinnen, denn die Bürokratie wird massiv eingeschränkt. Repetitive Arbeiten werden massiv reduziert und dadurch entsteht ein Raum, entsteht ein Fokus auf Ausdruck, auf Kreativität und auf Sinn. Daraus entstehen Projekte, die aus Kreativität und nur für die Wirkung entstehen. Es werden sich auch völlig neue Berufsfelder entwickeln, sowas wie Co-Kreatoren, Visionäre, Problemlöser, und jeder bekommt die Chance und die Möglichkeit, sich so auszudrücken, wie es seiner Natur entspricht. Als passionierter Gärtner, als Krankenpfleger. Denn Passion wird die Richtung. Kurz auf den Punkt gebracht, KI übernimmt all das Technische, die Menschen, die Vision. Es wird ein komplett neues Gesundheitswesen entstehen, mit dem Fokus auf Prävention statt Reparatur. KI hilft uns dabei, wieder zur ganzheitlichen Wahrnehmung unserer Gesundheit zurückzukehren. Von Ernährung über Bewegung, über Schlaf, über Regulierung unseres Nervensystems, bis hin zur Beziehung und der Selbstliebe. Sie sorgt dafür, dass wir sanft regulieren, anstatt hart zu korrigieren. Krankenhäuser werden ruhiger, individueller, menschlicher und schneller. Dort gibt es weniger Bürokratie, dafür viel mehr Menschlichkeit. Die Gesundheits-KI wird Ärzten helfen können, tiefe Zusammenhänge viel schneller zu erkennen. Und die letzte Entscheidung trifft immer der Mensch. Wir werden auch eine komplett neue Art von Mobilität erfahren. Für mich persönlich bedeutet Autofahren Selbstbestimmung und Freiheit. Und die KI wird uns dabei unterstützen, dass Autofahren wieder zu einem Erlebnis wird. Sie wird uns als unsichtbarer Co-Pilot den Rücken frei halten. Sie übernimmt die Navigation, sie macht die Musikauswahl und sie übernimmt das Energiemanagement. Und im Zweifelsfall lenkt sie bei schwierigen Bedingungen mit, ohne die Kontrolle zu übernehmen. Autofahren macht wieder wirklich Freude, weil wir viel weniger Staus haben werden, weil KI das Verkehrsmanagement übernimmt. Und die elendige Parkplatzsuche hat ein Ende, denn das kann die KI für uns übernehmen. Und wer will, drückt einen Knopf und das Auto fährt allein. Was wirklich schön ist bei langen Autofahrten und unendlich Sinn macht, wenn wir uns innerhalb von Städten bewegen. Denn das führt zu weitaus ruhigeren und stressfreien Städten. Der Verkehr ist leicht, fließend und stressfrei. Der Lärm in den Städten nimmt deutlich ab und Stille wird wieder normal. Energie fließt, frei und unsichtbar. Es wird wieder völlig normal, dass wir die Natur in unser Stadtbild integrieren. Parks, Wälder und Wasserflächen ziehen sich durch die gesamte Stadt. Und die Kreisläufe schließen sich. Müll wird zur Ressource. KI wird auch unser persönliches Wohnen verändern. Denn wir bekommen mit ihr die Möglichkeit zu wohnen wie in einem ganz persönlichen Kokon. Sie passt die Temperatur, das Licht, den Klang auf unseren gegenwärtigen Zustand an und hilft dabei, dass uns das Wohnen bei der Regeneration unterstützt. Das führt dazu, dass wir eine komplett neue Verbindung zur Natur eingehen können. Denn KI unterstützt uns dabei, ein Verständnis
für die komplexen Zusammenhänge in Mutter Natur zu gewinnen. Damit treten wir in eine viel tiefere Verbindung zu Mutter Erde. Und der Aufenthalt, das Sein in und mit der Natur wird wieder zum höchsten Gut. Das Wasser und die Luft werden wieder sauberer und die Wälder und die Natur regenerieren sich einfach nur, weil wir uns regenerieren. Du fragst dich, was du persönlich für so eine schöne Zukunft machen kannst. Es ist ganz einfach. Du darfst einfach nur eine Entscheidung treffen. Denn Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich danke dir, dass du eine weise Entscheidung triffst. Hat dir dieses Video gefallen? Dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da, schau auch meine anderen Videos oder komm auf meiner Homepage vorbei. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal.